Die Reichsfluchtsteuer, Enteignung als letzter Abschied. Die Nazis stürmten keine Banken, um jüdisches Eigentum zu stehlen. Sie benutzten ein Gesetz, um die Menschen ganz legal auszurauben. Es hieß die Reichsfluchtsteuer. Sie wurde eigentlich schon 1931 eingeführt, um Kapitalflucht zu verhindern. Doch die Nazis funktionierten sie zu einem perfiden Instrument der Enteignung um. Wer Deutschland verlassen wollte, musste zahlen, und zwar 25% seines gesamten Vermögens. Das war jedoch nur der Anfang. Die Freigrenzen, ab denen man zahlen musste, wurden von 200.000 Reichsmark auf 50.000 Reichsmark herabgesetzt. Das betraf immer mehr Menschen. Die Nazis schnürten die Schlinge immer enger. Sie machten aus der Emigration eine Art teilweiser Enteignung. Die Betroffenen verloren nicht nur ihre Heimat, sondern auch den Großteil ihrer finanziellen Mittel, die sie für einen Neuanfang im Ausland gebraucht hätten. Mit solchen Gesetzen wurde klar, die Nazis wollten nicht die Juden aus Deutschland vertreiben, sie wollten ausbluten lassen und bis aufs letzte Hemd berauben. Ein brutales Beispiel dafür, wie der Staat missbraucht wurde, um eine Minderheit zu verfolgen und zu vernichten. 20. September 1939, Mittwoch. Unsere Situation wird täglich katastrophaler. Gestern Befehl, Sicherheitskonto mit beschränkter Verfügung. Ablieferung alles Bargeldes. 12. November 1939, Sonntag. Die jüdische Vermögensabgabe ist von 20 auf 25% erhöht worden. Doch nur für Vermögen über 10.000 Mark. Trifft mich so wenig wie das Telefon. Auch Armut hat Vorzüge. 5. Dezember 1941, Freitag. Das Rundschreiben enthält nur Anzeigenpflicht über jede Verfügung über bewegliche Vermögen. Es wird also alles jüdische Eigentum, jedes Möbel etc. fixiert. Nichts kann mehr in Sicherheit gebracht werden.